Hallo ihr Lieben, heute geht es wieder um experimentelle Techniken. Ich arbeite mit Acrylfarbe und Wasser, dann mit Acrylfarbe und Alkohol und schließlich noch mit dünnen Schichten von Ölfarbe. Das könnt ihr aber auch alles mit Acrylfarbe machen. Lasst uns starten. Auf diesem Holzblock ist eine alte Collage, die ich schon einmal mit Gesso überzogen habe. Man sieht sie noch ein bisschen hindurch und auch die Haptik, also diese Collagestücke kann man noch erkennen auf der Oberfläche. Ich trockne das und dann wiederhole ich den Auftrag mit Gesso. Ihr könnt aber auch Acrylfarbe dazu nehmen. Nachdem ich das gemacht habe und gut getrocknet, geht es weiter mit Farbe. Hier auf meiner Palette seht ihr einen Acrylbinder, einen matten Acrylbinder. Ich gebe dazu etwas Ultramarin, etwas Naphtolrot dunkel und ein Ockergelb. Und aus diesen drei Farben möchte ich eine ziemlich gebrochene dunkle Farbe mischen, zusammen mit dem Binder. Hier seht ihr, wie ich den Binder in die gemischte Farbe hineinlaufen lasse. Dann kann ich alles leichter mischen. Für meinen Auftrag nehme ich ein Tuch, was nicht fusselt. In diesem Fall ist es ein Babytuch. Ihr könnt aber auch jeden Baumwolllappen, der nicht fusselt, nehmen. Und beim Auftragen merke ich schon, heute ist es sehr warm und trocken. Das trocknet mir fast schon ein bisschen zu schnell. Ich werde gleich noch ein bisschen Wasser dazugeben. Wie gesagt, ein ganz feiner Sprühnebel aus Wasser macht das Ganze wieder etwas beweglicher. Schon das Auftragen macht mir Spaß. Nach dem Auftragen soll das Abtragen kommen, aber mit diesem feuchten Babytuch trage ich zu viel auf einmal ab. Das ist jetzt nicht gewollt. Also ich trage noch mal ein bisschen Farbe nach und dann trockne ich das Ganze mit meinem Föhn. Ich gehe etwas auf Abstand mit dem Föhn und ich achte darauf, dass nicht alles komplett trocken ist. Denn einzelne Stellen sollen nicht trocknen, so kann ich mit dem feuchten Tuch jetzt besonders interessante Strukturen herauswaschen. Ich sprühe auch noch mal etwas Wasser nach und dann wische ich wieder und es ist nicht vorauszusehen, wie sich die Farbe ablöst. Das ist eben experimentell und Zufall. Und ich entscheide natürlich auch aus dem Bauch heraus, wann ich fertig bin mit dem Abtragen der Farbe, denn es soll ja ein bestimmter Rest drauf bleiben. So, mehr möchte ich jetzt nicht darunter nehmen und ich föhne das gründlich trocken. Ihr solltet auch vielleicht ein paar Stunden warten, bevor ihr weitermalt. Ich habe jetzt nicht so viel Geduld und mische mir aus meinem Naphtolrot und dem Blau ein etwas gebrochenes Rot oder ein etwas ins Lila gehende Rot.
und da sprühe ich auch nochmal Wasser drauf, um das Ganze etwas flüssiger zu machen, denn als nächstes kommt die Alkoholtropftechnik und die braucht einen recht feuchten, beweglichen Untergrund. Den Reinigungsalkohol gebe ich ungefähr in die Mitte und möchte dann die Farbe nach oben und unten auslaufen lassen. Im Moment sieht man aber noch gar nichts. Ich kippe das Ganze ein bisschen hin und her und die Farbe läuft schon. Mal sehen, was der Alkohol noch so anrichtet. Man muss etwas vorsichtig sein mit dem Alkohol, denn er löst ja ganz viele Schichten unter Umständen auf. Also wische ich da jetzt nicht mehr dran rum, sondern ich kippe einfach nur und versuche auch das, was zu viel ist, dann loszuwerden. Deswegen klopfe ich das mal so ein bisschen auf die Tischplatte. Ich mache es noch ein bisschen flüssiger, indem ich Wasser nachsprühe. Der Föhn soll jetzt die Oberfläche ein bisschen antrocknen. Das Bild ist stellenweise noch nass und jetzt kommt der Abtupftrick mit der Küchenrolle. Ich nehme also die feuchten Stellen weg und hier seht ihr schon in der Mitte, da war jetzt viel Alkohol im Spiel, das heißt, dort hat der Alkohol die Farben, die darunter liegen, teilweise schon bis aufs Weiß oder teilweise auch bis auf die drunter liegende Collage gelöst. Die sieht man da rechts in diesem hellen Fleck schon durch. Ich nehme alle diese Zufälle dankbar an, denn heute geht es wirklich um das freie Arbeiten, das experimentelle Arbeiten. Und ich trockne das Bild jetzt erstmal. Hier seht ihr die Strukturen, die wirklich so ein bisschen, ja, wie eine verwitterte Wand oder wie etwas sehr abgenutztes aussehen. Und genau das entsteht durch diese besondere Technik mit dem Alkohol. Ganz wichtig ist, dass ihr diese Schicht jetzt gut trocknen lasst und wenn alles wirklich trocken ist, gebt ihr bitte eine Schicht Acrylbinder als Schutz darüber, bevor ihr weitermacht. Ansonsten könnte eure Oberfläche darunter beschädigt werden. Auch diese Schutzschicht muss natürlich erstmal wirklich gründlich durchtrocknen, bevor es weitergehen kann. Nach dem Trocknen überziehe ich die Fläche dann ganz dünn mit Ölfarbe. Das geht natürlich auch mit Acryl. Hier habe ich mir ein Rubinrot ausgesucht. Das trage ich mit einem Fließtuch oder einem Baumwolltuch ganz dünn auf. Es leuchtet wunderbar und taucht die Fläche in ein ganz
angenehmes rotes Licht. Das ist so schön, das könnte man auch so schon lassen. Ich nehme aber noch etwas Indigo, diesmal auch wieder Ölfarbe. Also wenn ihr einmal mit Ölfarbe angefangen habt, dann könnt ihr nur noch Ölfarbe nehmen. Also ich bleibe bei der Ölfarbe und nehme Indigo und trage das partiell noch auf. Bei mir wird es noch eine Stufe dunkler, etwas geheimnisvoller. So will ich es erstmal lassen. Was meint ihr? Ja, hier seht ihr, die Ränder sind noch nicht so ganz passend. Die werde ich dann auch nochmal mit Ölfarbe weiter gestalten, damit die schön passen. Aber ich bin hier mit dem Bild super zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Seid ihr nächstes Mal wieder mit dabei? Ich würde mich freuen. Tschüss, ihr Lieben!